Hallo und willkommen. Heute geht es um Essen und um die vielen kleinen Gespräche, die dazugehören. Du gehst einkaufen, suchst Lebensmittel, bestellst etwas, kochst zu Hause und erklärst, was du gern isst oder nicht verträgst. Hör einfach zu, ohne jedes Wort festhalten zu wollen. Achte auf die Situationen und auf kurze Sätze, die du selbst benutzen kannst. Einige Wörter kommen wieder, weil sie im Alltag wirklich wichtig sind. Vielleicht wirst du dabei hungrig. Vielleicht erinnerst du dich an ein Essen aus deiner Heimat. Mach es dir bequem. Atme ruhig und komm mit in einen deutschen Supermarkt. Du wachst auf. Es ist Samstag. Samstag ist ein guter Tag zum Einkaufen. Einkaufen bedeutet Food or Things kaufen. Du hast heute Zeit. Zeit bedeutet Time. Du musst nicht schnell zur Arbeit. Du musst nicht sofort zum Kurs. Du kannst langsam frühstücken. Frühstück bedeutet die erste Mahlzeit am Tag. Mahlzeit bedeutet Essen zu einer bestimmten Zeit. Frühstück am Morgen. Mittagessen am Mittag. Abendessen am Abend. Du gehst in die Küche. Küche bedeutet Room where you cook. Du öffnest den Kühlschrank. Kühlschrank bedeutet Gerät, das Essen kalt hält. Kalt bedeutet not warm. Im Kühlschrank ist nicht mehr viel. Nicht mehr viel bedeutet only a little left. Ein bisschen Milch, ein Stück Käse, eine halbe Gurke. Gurke bedeutet Cucumber, vielleicht ein Ei. Ei. Aber kein Brot, kein Obst, kein Gemüse, kein Reis, kein Joghurt. Du denkst, ich muss einkaufen. Einkaufen gehen. Ich gehe einkaufen. Ein einfacher Satz. Du nimmst ein Blatt Papier. Blatt Papier bedeutet Paper. Oder du öffnest dein Handy. Handy. Du machst eine Einkaufsliste. Einkaufsliste bedeutet Shoppinglist. Eine Liste hilft. Liste bedeutet Words in Order. Ohne Liste kaufst du vielleicht zu viel oder vergisst etwas. Vergessen bedeutet forget. Du schreibst Brot, Milch, Eier, Reis, Nudeln, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Kartoffeln. Was? Äpfel, Bananen, Joghurt, Käse, Tee, Öl, Salz, Pfeffer. Das sind einfache Lebensmittel. Lebensmittel bedeutet Food, Groceries. Leben plus Mittel. Mittel für das Leben. Lebensmittel. Ein schönes deutsches Wort. Du brauchst Lebensmittel, damit dein Körper Kraft bekommt. Kraft bedeutet Energy. Jetzt ordnest du deine Liste. Ordnen bedeutet
Put in order. Du machst Gruppen. Gruppe bedeutet Category, Bäckerei, Brot, Kühlregal, Milch, Joghurt, Käse, Eier, Gemüse, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Kartoffeln, Obst, Äpfel, Bananen, Trockenwaren, Reis, Nudeln, Tee, Grundsachen, Öl, Salz, Pfeffer. Trockenwaren bedeutet Dry Food, Things not in fridge. Grundsachen bedeutet Basic Things. Wenn du die Liste nach Gruppen machst, ist Einkaufen leichter. Leichter bedeutet less difficult. Du frühstückst erst ein bisschen. Vielleicht trinkst du Tee. Tee. Vielleicht isst du das letzte Ei. Letzte bedeutet Last. Du trinkst Wasser. Wasser. Dann ziehst du dich an. Anziehen bedeutet put on clothes. Du nimmst deine Tasche. Tasche. In Deutschland nehmen viele Menschen eigene Taschen zum Einkaufen mit. Menor. Eigene Tasche bedeutet your own bag. Im Supermarkt kosten Tüten oft Geld. Tüte bedeutet bag from paper or plastic. Deshalb ist eine eigene Tasche praktisch. Praktisch bedeutet useful. Du nimmst auch eine Münze. Münze bedeutet Coin. Manche Einkaufswagen brauchen eine Münze. Einkaufswagen bedeutet Shopping Cart. Du steckst die Münze hinein. Dann ist der Wagen frei. Frei bedeutet bis available. Wenn du den Wagen zurückbringst, bekommst du die Münze zurück. Zurückbekommen bedeutet get back. Du gehst los. Losgehen bedeutet start walking. Draußen ist es frisch. Frisch bedeutet cool and nice. Du gehst zuerst zur Bäckerei. Bäckerei bedeutet Bakery. In Deutschland gibt es viele Bäckereien. Brot ist sehr wichtig. Es gibt viele Brotsorten. Brotsorte bedeutet Type of Bread. Weißbrot, Vollkornbrot, Roggenbrot, Mischbrot, Sauerteigbrot, Toastbrot, Brötchen, Brezel. Weißbrot ist helles Brot. Hell bedeutet light in color. Vollkornbrot ist dunkler und oft gesünder. Gesund bedeutet good for health. Roggenbrot ist Brot mit Roggen. Roggen means rye. Mischbrot ist gemischtes Brot. Sauerteigbrot hat Sauerteig. Sauer means sour. Teig means dough. Brötchen ist kleines Brot. Brezel ist ein deutsches Gebäck mit besonderer Form. Du gehst in die Bäckerei. Die Verkäuferin sagt, Guten Morgen. Du sagst, Guten Morgen. Sie fragt, was darf es sein? Das bedeutet, was möchten Sie kaufen? Du schaust auf die Brote. Viele Namen.
Viele Preise. Preis bedeutet Cost. Du bist unsicher. Unsicher bedeutet not sure. Du kannst fragen, welches Brot ist weich? Weich bedeutet soft. Welches Brot ist nicht zu sauer? Sauer bedeutet sour. Haben Sie ein einfaches Brot? Einfach bedeutet simple. Ich möchte ein kleines Brot. Bitte. Klein bedeutet small. Die Verkäuferin zeigt ein Mischbrot. Du sagst, das nehme ich. Bitte. Das nehme ich bedeutet I take that. Ein sehr nützlicher Satz. Das nehme ich. Du kannst ihn überall benutzen. Beim Bäcker, im Café, im Restaurant, auf dem Markt. Sie fragt, geschnitten? Geschnitten bedeutet sliced. Schneiden bedeutet cut. Möchten Sie das Brot geschnitten? Du sagst, ja, bitte. Oder nein, danke. Heute sagst du, ja, bitte. Sie schneidet das Brot mit der Maschine. Maschine bedeutet Maschine, dann packt sie es ein. Einpacken bedeutet put in bag. Du zahlst. Zahlen bedeutet pay. Sie fragt vielleicht bar oder mit Karte. Bar bedeutet Cash. Mit Karte bedeutet Card. Du sagst mit Karte bitte oder bar bitte. Du sagst Danke. Sie sagt schönen Tag noch. Schönen Tag noch bedeutet have a nice day. Du antwortest Danke, Ihnen auch. Ihnen auch bedeutet same to you, formal. Oder Danke, dir auch, wenn ihr du sagt. In der Bäckerei ist Ihnen auch sicher. Du gehst hinaus. Du hast Brot. Brot ist einfach, aber wichtig. Ein Brot in der Tasche kann ein Gefühl von Sicherheit geben. Sicherheit bedeutet safe feeling. Jetzt gehst du zum Supermarkt. Supermarkt. Dort gibt es fast alles. Fast alles bedeutet almost everything. Obst, Gemüse, Milch, Käse, Fleisch, Fisch, Reis, Nudeln, Getränke, Reinigungsmittel. Reinigungsmittel bedeutet Cleaning Products. Du gehst hinein. Du nimmst einen Einkaufswagen oder einen Korb. Korb bedeutet Basket. Du gehst zuerst zu Obst und Gemüse. Obst bedeutet Fruit. Gemüse bedeutet Vegetables. Du siehst Äpfel. Apfel. Äpfel. Bananen. Orange. Orangen. Trauben. Traube bedeutet Grape. Zitronen. Zitrone bedeutet Lemon. Du siehst Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten, Salat. Manches Obst und Gemüse muss gewogen werden. Wiegen bedeutet
Weigh. Manchmal wiegt die Kasse automatisch. Automatisch bedeutet Machine does it. Manchmal musst du selbst an einer Waage wiegen. Waage bedeutet Scale. Du legst die Bananen auf die Waage. Du drückst die Nummer oder das Bild. Bild bedeutet Picture. Die Waage druckt ein Etikett. Etikett bedeutet Label. Du klebst das Etikett auf die Tüte. Kleben bedeutet Stick. Am Anfang ist das verwirrend. Verwirrend bedeutet confusing. Wenn du nicht weißt, frag: Muss ich das Obst hier wiegen? Muss ich ein Etikett drucken? Oder wie funktioniert die Waage? Wie funktioniert? Das ist ein starker Satz. Wie funktioniert die Waage? Wie funktioniert die Kasse? Wie funktioniert der Automat? Funktionieren bedeutet work. Du nimmst Tomaten. Tomaten A. Sie sind rot. Rot bedeutet red. Du nimmst Gurken. Gurken. Du nimmst Zwiebeln. Zwiebeln. Zwiebel bedeutet Onion. Du nimmst Kartoffeln. Kartoffel bedeutet Potato. Kartoffeln sind sehr wichtig in Deutschland. Viele deutsche Gerichte haben Kartoffeln. Gericht bedeutet Dish. Jetzt gehst du zum Kühlregal. Kühlregal bedeutet Cold Shelf. Dort stehen Milch, Joghurt, Käse, Butter, Butter, Sahne. Sahne bedeutet Cream. Quark. Quark ist ein deutsches Milchprodukt. Milchprodukt bedeutet Food from Milk. Es gibt sehr viele Milchprodukte. Vielleicht kennst du nicht alle. Das ist okay. Du suchst Milch. Milch. Es gibt Vollmilch, fettarme Milch, Haarmilch, frische Milch, laktosefreie Milch, Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch. Viele Wörter. Vollmilch hat mehr Fett. Fett bedeutet Fat. Fettarme Milch hat weniger Fett. Haarmilch hält länger. Halten bedeutet Last. Frische Milch ist im Kühlregal und muss schneller getrunken werden. Laktosefreie Milch ist ohne Laktose. Ohne bedeutet without. Hafermilch kommt aus Hafer. Hafer means oat. Sojamilch kommt aus Soja. Mandelmilch kommt aus Mandeln. Mandel means almond. Wenn du keine Kuhmilch trinkst, kannst du sagen: Ich trinke keine Kuhmilch. Kuh bedeutet Cow. Ich suche Hafermilch. Wo finde ich laktosefreie Milch? Ich vertrage keine Laktose. Vertragen bedeutet Body can handle. Jetzt Eier. Eier. Ei. Eier stehen manchmal im Kühlregal. Manchmal nicht. In Deutschland stehen Eier oft nicht. Im Kühlschrank, im Laden. Das kann neu sein. Du siehst Zahlen und Wörter
auf der Packung. Bio. Freilandhaltung. Bodenhaltung. Größe M. Größe L. Bio bedeutet Organic. Freilandhaltung bedeutet Chickens have outside access. Bodenhaltung bedeutet Chickens are on floor, inside. Größe bedeutet Size. M ist Mittel. Mittel bedeutet Medium. L ist groß. Groß bedeutet Large. Du nimmst Eier. Dann Käse. Käse. Es gibt viele Sorten Käse. Gouda, Emmentaler, Feta, Frischkäse. Frischkäse bedeutet Soft Cream Cheese. Du nimmst einen einfachen Käse. Das reicht. Reichen bedeutet enough. Jetzt Reis und Nudeln. Reis. Nudeln. In Deutschland gibt es viele Nudeln. Spaghetti, Penne, Fusilli. Du suchst Reis. Manchmal gibt es Langkornreis, Basmati, Jasminreis, Milchreis. Langkornreis bedeutet Long Grain Rice. Basmati und Jasminreis kennst du vielleicht. Milchreis ist für süßes Gericht. Süß bedeutet sweet. Du möchtest normalen Reis. Du nimmst Basmati oder Jasminreis. Wenn du größere Mengen Reis brauchst, gehst du vielleicht besser in einen internationalen Laden. Internationaler Laden. Dort gibt es oft große Säcke Reis. Sack bedeutet Bag. 5 Kilo, 10 Kilo. Kilo bedeutet Kilogramm. Das kann günstiger sein. Günstig bedeutet cheaper. Jetzt Gewürze. Gewürz bedeutet Spice. Salz, Pfeffer, Paprika, Curry, Knoblauchpulver, Chili, Zimt. Zimt bedeutet Cinnamon. Manche Gewürze sind teuer im Supermarkt. Teuer bedeutet expensive. In internationalen Läden sind manche Gewürze günstiger und vertrauter. Vertrauter bedeutet more familiar. Du suchst Koriander. Koriander. Vielleicht findest du ihn frisch. Frisch bedeutet fresh. Du suchst Ingwer. Ingwer means ginger. Du suchst Chili. Chili. Du suchst Sojasauce. Sojasauce. Du findest vielleicht nicht alles. Du fragst, Entschuldigung, wo finde ich Sojasauce? Wo finde ich Gewürze? Haben Sie frischen Koriander? Haben Sie Ingwer? Diese Sätze helfen. Fragen ist kein Problem. Im Supermarkt zu fragen ist normal. Jetzt gehst du zur Kasse. Kasse bedeutet Checkout. Checkout. Du legst die Produkte auf das Band. Band bedeutet Moving Belt. Die Kassiererin scannt. Scannen bedeutet Barcode lesen. Sie ist schnell. Schnell. Du musst einpacken. Einpacken.
Am Anfang ist das stressig. Stressig bedeutet stressful. Viele Menschen hinter dir warten. Hinter dir bedeutet behind you. Du kannst die Sachen zuerst schnell in den Wagen legen und später in Ruhe einpacken. In Ruhe bedeutet calmly. Viele Supermärkte haben einen Packtisch oder Platz nach der Kasse. Dort kannst du langsam packen. Die Kassiererin fragt: Haben Sie eine Kundenkarte? Kundenkarte bedeutet Loyalty Card. Du sagst: Nein, danke. Sie fragt: Möchten Sie den Bon? Bon bedeutet Receipt. Du sagst: Ja, bitte. Oder Nein, danke. Heute sagst du: Ja, bitte. Du möchtest deine Ausgaben prüfen. Ausgaben bedeutet Money you spend. Du bezahlst. Du packst ein. Du gehst hinaus. Deine Tasche ist schwer. Schwer bedeutet heavy. Aber du bist zufrieden. Zufrieden bedeutet content. Du hast Lebensmittel. Du kannst kochen. Kochen. Ein wichtiges Wort. Jetzt sprechen wir über internationale Läden. Internationale Läden sind sehr wichtig für viele Menschen. Vielleicht Asiamarkt, türkischer Supermarkt, arabischer Laden, indischer Laden, afrikanischer Laden, osteuropäischer Laden. Dort findest du Lebensmittel aus deiner Heimat oder ähnliche Lebensmittel. Ähnlich bedeutet similar. Heimat. Ein tiefes Wort. Heimat ist der Ort oder das Gefühl, wo du herkommst, wo du dich verbunden fühlst. Verbunden bedeutet connected. Essen aus der Heimat kann sehr tröstlich sein. Tröstlich bedeutet comforting. Wenn du neu in Deutschland bist und traurig bist, kann ein vertrauter Geschmack helfen. Geschmack bedeutet Taste. Ein Gewürz, ein Reis, eine Soße, ein Tee, eine Suppe. Plötzlich fühlt sich die Wohnung weniger fremd an. Fremd bedeutet unfamiliar. Du gehst in einen Asiamarkt. Du siehst große Reissäcke, Nudeln, Sojasauce, Fischsoße, Chili, Kokosmilch, frisches Gemüse, Kräuter. Kräuter bedeutet Herbs. Du fühlst dich vielleicht sofort wohler. Wohler bedeutet more comfortable. Du kennst viele Dinge. Du kannst kochen wie zu Hause. Vielleicht nicht genau gleich, aber ähnlich. Du fragst im Laden: Haben Sie Jasminreis? Wo finde ich Fischsoße? Fischsoße bedeutet Fish Sauce. Haben Sie frische Kräuter? Wie viel kostet der Reis? Kann ich mit Karte bezahlen? Manche kleinen Läden nehmen vielleicht nur Bargeld. Bargeld bedeutet Cash. Deshalb ist es gut, etwas Bargeld dabei zu haben. Dabei haben bedeutet carry with you.
Jetzt Markt. Markt bedeutet Open Market. In vielen deutschen Städten gibt es Wochenmarkt. Wochenmarkt bedeutet Market once or several times a week. Dort gibt es Obst, Gemüse, Käse, Brot, Blumen, Eier, Fleisch, Fisch. Manchmal ist der Markt teurer, manchmal besser, manchmal frischer. Frisch. Du kannst kleine Mengen kaufen. Menge bedeutet Amount. Auf dem Markt sagst du Guten Morgen. Ich hätte gern 1 Kilo Äpfel. Ich hätte gern means I would like. 1 Kilo Tomaten, bitte. 3 Gurken, bitte. Wie viel kostet das? Kann ich probieren? Probieren means try. Haben Sie frischen Koriander? Ist das süß? Ist das scharf? Scharf bedeutet spicy. Scharf ist wichtig. In Deutschland ist scharf manchmal nicht sehr scharf für Menschen aus Ländern mit viel Chili. Du fragst, ist das sehr scharf? Und vielleicht lachst du später, weil es für dich gar nicht scharf ist. Gar nicht bedeutet not at all. Jetzt kochen wir. Du kommst nach Hause. Du stellst die Taschen in die Küche. Du packst die Lebensmittel aus. Auspacken bedeutet take out from bag. Milch in den Kühlschrank. Käse in den Kühlschrank. Gemüse in das Gemüsefach. Fach bedeutet Compartment. Reis in den Schrank. Schrank bedeutet Cupboard. Gewürze ins Regal. Regal bedeutet Shelf. Brot auf den Tisch oder in den Brotkasten. Brotkasten bedeutet Box for Bread. Du bist müde vom Einkaufen. Aber du möchtest etwas Einfaches kochen. Einfach. Nicht kompliziert. Du hast Reis, Gemüse und Eier. Du kochst Reis. Reis kochen. Du wäschst den Reis. Waschen bedeutet clean with water. Du gibst Wasser in den Topf. Topf bedeutet Pot. Du machst den Herd an. Herd bedeutet Stove. Anmachen bedeutet turn on. Das Wasser kocht. Kochen bedeutet boil or cook. Der Reis wird weich. Weich. Während der Reis kocht, schneidest du Gemüse. Schneiden bedeutet cut. Du schneidest Zwiebeln. Zwiebeln. Du schneidest Tomaten. Tomaten. Du schneidest Paprika. Paprika. Du machst Öl in die Pfanne. Pfanne bedeutet Pan. Öl. Du brätst die Zwiebeln. Braten bedeutet frei. Es riecht gut. Riechen bedeutet smell. Dann gibst du Tomaten und Paprika dazu. Dazugeben bedeutet add. Du gibst Salz und Pfeffer dazu. Salz. Pfeffer. Vielleicht Chili. Vielleicht Sojasauce. Du rührst um.
Umrühren bedeutet Stier. Dann machst du ein Ei. Ei. Du brätst das Ei. Spiegelei. Spiegelei bedeutet Fried Egg. Oder Rührei. Rührei bedeutet Scrambled Egg. Du legst Reis auf einen Teller. Teller bedeutet Plate. Gemüse darüber. Darüber bedeutet on top. Ei dazu. Fertig. Fertig bedeutet dann. Du setzt dich. Du isst. Es ist einfach, aber warm. Warmes Essen gibt Ruhe. Du denkst, ich habe das selbst gekocht. Selbst bedeutet myself. Selbst gekocht. Das ist ein gutes Gefühl. Du hast in Deutschland eingekauft. Du hast deutsche Wörter benutzt. Du hast gekocht. Du hast gegessen. Das ist Alltag. Alltag bedeutet normal, daily life. Jetzt sprechen wir über Geld sparen beim Essen. Essen kann teuer sein. Besonders, wenn du oft draußen isst. Draußen essen bedeutet im Restaurant, Café, Imbiss essen. Imbiss bedeutet Small Food Place, Quick Food. Wenn du jeden Tag Kaffee kaufst, Brötchen kaufst, Mittagessen kaufst, Abendessen bestellst, wird es teuer. Teuer. Deshalb ist Planen gut. Planen bedeutet vorher denken. Du kannst für mehrere Tage kochen. Mehrere bedeutet more than one. Zum Beispiel, du kochst Reis für 2 Tage. Oder Suppe für 3 Tage. Suppe. Du kochst Nudeln mit Soße. Soße bedeutet Sauce. Du machst Kartoffeln und Gemüse. Du machst Linsensuppe. Linsen bedeutet Lentils. Linsen sind günstig und gesund. Günstig. Gesund. Du kannst Reste benutzen. Rest bedeutet Leftover. Reste nicht sofort wegwerfen. Wegwerfen bedeutet throw away. Aus Reis vom Vortag kannst du gebratenen Reis machen. Vortag bedeutet day before. Aus Gemüse kannst du Suppe machen. Aus Brot kannst du Toast machen. Aus Kartoffeln kannst du Bratkartoffeln machen. Bratkartoffeln bedeutet fried potatoes. Du kannst Angebote nutzen. Angebot bedeutet reduced price or special offer. Im Supermarkt steht vielleicht Angebot. Reduziert. Reduziert bedeutet cheaper now. Kurz vor Ladenschluss sind manche Produkte günstiger. Ladenschluss bedeutet Shop Closing Time. Manche Produkte haben ein kurzes Mindesthaltbarkeitsdatum. Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet Best Before Date. MHD. Viele Lebensmittel sind nach diesem Datum manchmal noch gut. Aber du musst schauen, riechen, prüfen. Prüfen bedeutet check. Bei Fleisch, Fisch und empfindlichen Produkten vorsichtig sein.
Vorsichtig bedeutet careful. Empfindlich bedeutet sensitiv. Du kannst auch eine Wochenliste machen. Woche bedeutet week. Was esse ich diese Woche? Montag: Reis mit Gemüse. Dienstag: Nudeln mit Tomatensoße. Mittwoch: Suppe. Donnerstag: Brot, Käse, Salat. Freitag: Kartoffeln mit Ei. Samstag: Essen aus Heimat. Sonntag: Reste. So kaufst du gezielter. Gezielt bedeutet with purpose. Du kaufst weniger unnötige Dinge. Unnötig bedeutet not necessary. Du sparst Geld und Zeit. Jetzt sprechen wir über Essen bei der Arbeit oder im Kurs. In Deutschland bringen viele Menschen Essen mit. Mitbringen bedeutet bring with you. Lunchbox. Brotdose. Brotdose bedeutet Box for Food. Manche essen Brot mit Käse oder Wurst. Wurst bedeutet Sausage or Cold Cuts. Manche essen Salat. Manche essen Reste vom Abendessen. Manche kaufen etwas in der Kantine. Kantine bedeutet Cafeteria at work or school. Du kannst fragen, gibt es hier eine Kantine? Wo kann man hier Mittagessen kaufen? Mittagessen means lunch. Gibt es eine Mikrowelle? Mikrowelle bedeutet Microwave. Kann ich mein Essen hier warm machen? Warm machen bedeutet heat up. Wo ist der Kühlschrank? Darf ich mein Essen hier in den Kühlschrank stellen? Darf ich bedeutet may I. Wenn du Essen mit starkem Geruch hast, sei vorsichtig. Geruch bedeutet smell. Manche Speisen riechen stark. Stark. Das ist nicht schlecht. Aber in einem gemeinsamen Raum kann es für andere viel sein. Gemeinsamer Raum bedeutet shared room. Du kannst fragen, ist es okay, wenn ich das hier warm mache? Oder du öffnest ein Fenster. Fenster. Lüften. Lüften bedeutet fresh air in. Jetzt sprechen wir über Restaurant. Restaurant. Dort sitzt du und bestellst Essen. Bestellen bedeutet order. Im Restaurant brauchst du andere Wörter. Speisekarte. Kellner. Kellnerin. Tisch. Reservierung. Getränk. Vorspeise. Hauptgericht. Dessert. Rechnung. Trinkgeld. Speisekarte bedeutet Menu. Kellner means waiter. Kellnerin means waitress. Reservierung bedeutet Booking. Getränk bedeutet Drink. Vorspeise bedeutet Starter. Hauptgericht bedeutet Main Dish. Dessert bedeutet Sweet Food at the end. Rechnung bedeutet Bill. Trinkgeld bedeutet Tipp. Du gehst in ein Restaurant. Vielleicht mit Freunden. Vielleicht allein.
Allein bedeutet by yourself. Du kommst hinein. Eine Person fragt, haben Sie reserviert? Reserviert bedeutet booked. Du sagst, ja, ich habe reserviert. Mein Name ist. Oder, nein, wir haben nicht reserviert. Haben Sie noch einen Tisch frei? Tisch frei bedeutet available table. Wenn du allein bist, haben Sie einen Tisch für eine Person? Für 2 Personen. Für 3 Personen. Für 4 Personen. Du setzt dich. Die Kellnerin bringt die Speisekarte. Sie fragt, möchten Sie schon etwas trinken? Schon bedeutet already. Etwas trinken. Du sagst, ein Wasser, bitte. Ein stilles Wasser, bitte. Stilles Wasser bedeutet no bubbles. Ein Wasser mit Kohlensäure, bitte. Kohlensäure bedeutet sparkling. Einen Tee, bitte. Einen Kaffee, bitte. Eine Cola, bitte. Ein Bier, bitte, wenn du Alkohol trinkst. Oder ich brauche noch einen Moment. Einen Moment bedeutet a moment. Ich schaue noch. Das ist nützlich. Wenn du noch nicht bereit bist, sag, ich brauche noch einen Moment. Bereit bedeutet ready. Du liest die Speisekarte. Viele Wörter. Suppe, Salat, Schnitzel, Fisch, Hähnchen, Pasta, Kartoffeln, Reis, Gemüse, Soße, scharf, mild, vegetarisch, vegan, glutenfrei, laktosefrei. Vegetarisch bedeutet ohne Fleisch. Vegan bedeutet ohne tierische Produkte. Glutenfrei bedeutet ohne Gluten. Laktosefrei bedeutet ohne Laktose. Mild bedeutet not spicy. Scharf bedeutet spicy. Du fragst, was empfehlen Sie? Empfehlen bedeutet recommend. Ist das scharf? Ist das vegetarisch? Ist da Schweinefleisch drin? Drin means inside. Ist da Alkohol drin? Ist das mit Milch? Ich habe eine Allergie gegen Nüsse. Kann ich das ohne Zwiebeln bekommen? Ohne Zwiebeln bedeutet without onions. Kann ich Reis statt Kartoffeln bekommen? Statt bedeutet instead of. Diese Sätze sind wichtig, wenn du bestimmte Dinge nicht essen kannst oder möchtest. Bestimmt bedeutet spezifisch. Du bestellst, ich nehme die Suppe, bitte. Ich hätte gern die Pasta. Für mich bitte den Salat. Kann ich noch Brot dazu bekommen? Dazu bedeutet with it. Additionally. Der Kellner sagt vielleicht, kommt sofort. Sofort bedeutet soon, immediately. Du wartest. Warten. Das Essen kommt. Er sagt, guten Appetit. Guten Appetit bedeutet enjoy your meal. Du sagst, danke.
Du isst. Wenn es schmeckt, sag, das schmeckt sehr gut. Es ist sehr lecker. Lecker bedeutet tasty. Vielen Dank. Wenn etwas fehlt, sag, Entschuldigung, ich habe noch kein Getränk bekommen. Bekommen bedeutet received. Entschuldigung, ich glaube, das ist nicht meine Bestellung. Bestellung bedeutet Order. Ich habe ohne Zwiebeln bestellt. Oder könnte ich bitte noch eine Serviette bekommen? Serviette bedeutet Napkin. Am Ende möchtest du bezahlen. Du sagst die Rechnung, bitte. Oder ich möchte bitte bezahlen. Der Kellner fragt, zusammen oder getrennt? Zusammen bedeutet together. Getrennt bedeutet separately. In Deutschland ist getrennt zahlen normal. Wenn du mit Freunden isst, kann jeder selbst zahlen. Du kannst sagen, getrennt, bitte. Oder zusammen, bitte. Dann fragt er vielleicht, bar oder mit Karte? Du sagst, mit Karte, bitte. Oder bar, bitte. Trinkgeld. In Deutschland gibt man oft ein kleines Trinkgeld, wenn der Service gut war. Service bedeutet Service. Du musst nicht sehr viel geben. Man kann aufrunden. Aufrunden bedeutet make amount a little higher. Zum Beispiel Rechnung 18, 50 Euro. Du sagst 20 Euro, bitte. Oder Rechnung 27 Euro. Du sagst, machen Sie 30. Machen Sie 30 bedeutet make it 30. Das ist Trinkgeld. Aber Trinkgeld ist nicht immer Pflicht. Pflicht bedeutet must. Es ist freundlich, aber freiwillig. Freiwillig bedeutet optional. Jetzt sprechen wir über Kaffee. Kaffee ist einfacher. Du möchtest Kaffee trinken, Kuchen essen, vielleicht lernen. Du gehst ins Café. Du fragst, ist dieser Platz frei? Platz bedeutet Seat. Kann ich mich hier setzen? Muss ich vorne bestellen? Vorne bedeutet at the front. Oder bestellen Sie am Tisch? Am Tisch means at the table. Manche Cafés haben Selbstbedienung. Selbstbedienung bedeutet you order yourself at the counter. Tresen bedeutet Counter. Du gehst zum Tresen und sagst, einen Cappuccino, bitte. Einen Tee, bitte. Ein Stück Kuchen, bitte. Stück bedeutet Piece. Zum Mitnehmen oder hier. Zum Mitnehmen bedeutet Takeaway. Here means here. Du sagst zum Mitnehmen bitte oder für hier bitte. Für hier bedeutet eat or drink here. Sehr nützlich. Jetzt Essen bestellen. Bestellen kann auch online oder telefonisch sein. Du möchtest Pizza bestellen.
oder Sushi oder indisches Essen oder Döner. Döner ist in Deutschland sehr beliebt. Beliebt bedeutet popular. Du kannst über App bestellen oder im Laden. Im Imbiss sagst du einen Döner, bitte. Mit allem bedeutet with everything. Du kannst sagen mit allem, bitte. Ohne Zwiebeln, bitte. Mit scharfer Soße, bitte. Nicht scharf, bitte. Zum Mitnehmen, bitte. Oder zum Hieressen, bitte. Zum Hieressen bedeutet eat here. Bei Pizza eine Pizza Margherita, bitte. Eine Pizza mit Gemüse, bitte. Ohne Salami, bitte. Salami ist Sausage. Ist die Salami aus Schweinefleisch? Kann ich extra Käse bekommen? Extra bedeutet additional. Beim Online bestellen prüfe Adresse, Klingelname, Telefonnummer. Klingelname bedeutet Name on Doorbell. Wenn dein Name nicht an der Klingel steht, kann der Lieferant dich nicht finden. Lieferant bedeutet Delivery Person. Du schreibst vielleicht, bitte bei Müller klingeln. Oder Eingang im Hinterhof. Hinterhof bedeutet Courtyard behind building. Wenn das Essen kommt, sag Hallo, danke, einen schönen Abend. Wenn du bar zahlst, stimmt so. Stimmt so bedeutet keep the change. Das ist Trinkgeld. Oder ich brauche Wechselgeld. Wechselgeld bedeutet change money. Jetzt sprechen wir über Einladung zum Essen. Jemand lädt dich zum Essen ein. Einladen bedeutet invite. Vielleicht eine Kollegin. Vielleicht ein Freund. Vielleicht eine Nachbarin. Du bist froh, aber auch nervös. Was soll ich mitbringen? Wie soll ich mich verhalten? Verhalten bedeutet behave. Du kannst fragen, soll ich etwas mitbringen? Was kann ich mitbringen? Um wie viel Uhr soll ich kommen? Gibt es etwas, das ich wissen soll? Ist es okay, wenn ich etwas Vegetarisches mitbringe? Wenn du bestimmte Dinge nicht isst, sag vorher freundlich: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich esse kein Schweinefleisch. Oder ich bin vegetarisch. Oder ich habe eine Allergie gegen Nüsse. Oder ich vertrage keine Milchprodukte. Milchprodukte bedeutet Milk Products. Vorher sagen ist besser als am Tisch nichts essen können. Vorher bedeutet before. Dann kann die Person planen. Wenn du zu Besuch kommst, bring etwas Kleines mit. Kleine Blumen, Schokolade, Saft, ein Dessert, Dessert oder Essen aus deinem Land. Du kannst sagen, ich habe etwas Kleines mitgebracht. Das ist ein Gericht aus meinem Land.
Ich hoffe, es schmeckt euch. Euch bedeutet to you all, informal Plural. Beim Essen sagt man oft guten Appetit. Du antwortest danke, gleichfalls. Gleichfalls bedeutet same to you. Wenn das Essen gut ist, sag, das schmeckt sehr gut. Danke, das ist lecker. Hast du das selbst gekocht? Selbst gekocht bedeutet cooked yourself. Kannst du mir das Rezept geben? Rezept hier means food recipe. Wenn du satt bist, sag, ich bin satt, danke. Satt bedeutet full, not hungry. Es war sehr gut, aber ich kann nicht mehr. Kann nicht mehr means cannot eat more. Vielen Dank. Das ist höflich. Du musst nicht mehr essen, wenn du satt bist. Jetzt sprechen wir über Essen aus deinem Land. Vielleicht möchtest du Menschen in Deutschland etwas aus deinem Land zeigen. Zeigen bedeutet show. Essen ist eine schöne Brücke. Brücke means bridge. Du kannst für Freunde kochen. Du kannst etwas Kleines zum Kurs mitbringen. Du kannst erklären, das ist ein Gericht aus Vietnam. Das isst man oft zum Frühstück. Frühstück. Das ist scharf. Das ist süß. Das ist mit Reis. Das ist ohne Fleisch. Das ist vegetarisch. Man isst es mit Kräutern. Kräuter. Man isst es warm. Man isst es kalt. Du musst nicht alles perfekt erklären. Essen spricht auch ohne perfekte Sprache. Menschen probieren. Sie riechen. Sie schmecken. So. Geschmack verbindet. Verbinden bedeutet connect. Vielleicht fragt jemand, wie heißt das? Wie kocht man das? Ist das scharf? Was ist da drin? Da drin bedeutet inside. Du kannst antworten, das heißt, es ist mit Reis, Gemüse und Fleisch. Oder es ist mit Nudeln und Kräutern. Es ist ein bisschen scharf. Es ist nicht scharf. Es ist süß und salzig. Salzig bedeutet salty. Jetzt sprechen wir über Allergien und Unverträglichkeiten. Allergie bedeutet Body reacts strongly. Unverträglichkeit bedeutet Body cannot handle something well. Zum Beispiel Laktoseintoleranz. Intoleranz means intolerance. Glutenunverträglichkeit. Nussallergie. Fischallergie. Eiallergie. Wichtige Sätze. Ich habe eine Allergie gegen Nüsse. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Erdnüsse bedeutet Peanuts. Ich vertrage keine Laktose. Ich vertrage kein Gluten. Ich darf das nicht essen. Darf nicht bedeutet must not. Ist da Milch drin? Ist da Ei drin? Ist da Fisch drin? Ist da Schweinefleisch drin? Ist das glutenfrei? Ist das laktosefrei? Können Sie das bitte prüfen? Prüfen bedeutet
Check. Bei Allergien ist es wichtig, klar zu sein. Nicht nur sagen, ich mag das nicht. Mögen bedeutet, like. Allergie ist stärker. Sag, ich habe eine Allergie. Das ist wichtig. Die Person muss vorsichtig sein. Jetzt sprechen wir über Essen und Religion oder persönliche Regeln. Manche Menschen essen kein Schweinefleisch. Manche essen kein Rindfleisch. Rindfleisch bedeutet Beef. Manche trinken keinen Alkohol. Alkohol. Manche essen vegetarisch. Manche fasten. Fasten bedeutet not eat or drink for a time. Often religious. Du kannst freundlich sagen, ich esse aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch. Aus religiösen Gründen bedeutet for religious reasons. Ich trinke keinen Alkohol. Ich esse kein Fleisch. Ich faste heute. Danke für Ihr Verständnis. Verständnis means understanding. Du musst dich nicht schämen. Sich schämen bedeutet feel embarrassed. Essen ist persönlich. Persönlich bedeutet personal. Menschen können lernen, deine Regeln zu respektieren. Respektieren bedeutet Respekt. Jetzt sprechen wir über deutsche Essenszeiten. Nicht alle Menschen sind gleich, aber oft gibt es Muster. Muster bedeutet Pattern. Frühstück am Morgen. Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr. Abendessen am Abend. Manche Menschen essen abends warm. Andere essen abends kalt. Kaltes Abendessen heißt oft Abendbrot. Abendbrot bedeutet Brot, Käse, Wurst, Gemüse, Aufstrich. Aufstrich bedeutet Spread for Bread. Wenn du aus einem Land kommst, wo man abends immer warm isst, ist Abendbrot vielleicht komisch. Komisch bedeutet strange. Aber du musst es nicht übernehmen. Übernehmen bedeutet adopt. Du darfst abends warm essen. Du darfst mittags warm essen. Du darfst Reis frühstücken. Du darfst Suppe frühstücken. Dein Körper und deine Kultur sind auch wichtig. Du kannst neue Gewohnheiten probieren, aber du musst dich nicht verlieren. Gewohnheit means habit. Jetzt sprechen wir über Kantine und Mensa. Mensa bedeutet Cafeteria at university or school. Canteen means cafeteria at workplace. Dort gibt es oft ein Tagesgericht. Tagesgericht bedeutet Dish of the Day. Vielleicht Suppe, Pasta, Fleisch, Gemüse, Salat. Du kannst fragen, was gibt es heute? Ist das vegetarisch? Ist das mit Schweinefleisch? Kann ich nur Salat nehmen? Wie viel kostet das? Kann ich mit Karte zahlen? In der Mensa gibt es manchmal Tablett. Tablett bedeutet Tray. Du nimmst ein Tablett. Du stellst Teller, Besteck und Getränk darauf.
Besteck bedeutet Fork, Knife, Spoon, Gabel, Messer, Löffel. Du gehst zur Kasse. Du bezahlst. Nach dem Essen bringst du das Tablett zurück. Zurückbringen bedeutet bring back. Du sortierst vielleicht Teller, Besteck und Müll. Sortieren bedeutet put in order. Jetzt sprechen wir über Pfand. Pfand ist ein sehr deutsches Alltagsthema. Pfand bedeutet extra money for bottle or can that you get back when you return it. Flasche, Dose, Plastikflasche, Glasflasche. Dose means can. Viele Getränke haben Pfand. Du kaufst Wasser für 1 Euro plus 25 Cent Pfand. Später bringst du die leere Flasche zurück. Leer bedeutet empty. Der Automat nimmt die Flasche. Automat bedeutet Maschine. Du bekommst einen Bon. Du gibst den Bon an der Kasse ab. Dann bekommst du Geld zurück. Oder es wird vom Einkauf abgezogen. Abgezogen bedeutet taken off from price. Sätze. Wo ist der Pfandautomat? Pfandautomat bedeutet Bottle Return Machine. Kann ich diese Flasche hier zurückgeben? Der Automat nimmt die Flasche nicht. Nimmt nicht means does not accept. Wo kann ich den Bon einlösen? Einlösen bedeutet redeem. Pfand ist am Anfang vielleicht komisch, aber es ist nützlich. Du wirfst Flaschen nicht weg. Wegwerfen means throw away. Du bekommst Geld zurück. Zurück. Jetzt sprechen wir über Müll. Nach dem Essen. Verpackungen. Verpackung bedeutet Packaging. Joghurtbecher. Becher bedeutet Cup. Plastikfolie. Folie means plastic film. Karton. Glas. Bio. Restmüll. In Deutschland trennt man Müll. Mülltrennung. Du fragst, wohin kommt die Verpackung? Wohin kommt das Glas? Wohin kommt der Joghurtbecher? Wohin kommen Essensreste? Essensreste means food, leftovers. Wohin kommt? Ein sehr nützlicher Satz. Jetzt sprechen wir über Essen und Gefühle. Gefühle. Feelings. Wenn du neu in Deutschland bist, kann Essen dich plötzlich traurig machen. Du isst ein deutsches Brot und denkst an Brot aus deinem Land. Du trinkst Tee und denkst an deine Mutter. Du riechst Suppe und vermisst zu Hause. Das ist normal. Essen trägt Erinnerung. Tragen bedeutet carry. Ein Geruch kann dich zurückbringen. Zurückbringen means bring back. Zurück in deine Kindheit. Kindheit bedeutet Childhood. Zurück in deine Küche. Zurück zu Familie. Du darfst traurig sein. Traurig. Du darfst Heimweh haben. Heimweh bedeutet
Homesickness. Aber du kannst auch mit Essen eine Brücke bauen. Koch einmal pro Woche etwas aus deiner Heimat. Geh in einen internationalen Laden. Lade eine Person ein. Teile dein Essen. Teilen bedeutet Share, Air. Essen teilen macht Nähe. Nähe bedeutet Closeness. Du kannst auch deutsche Gerichte langsam probieren. Langsam. Nicht alles auf einmal. Brezel, Kartoffelsalat, Linsensuppe, Apfelkuchen. Apfelkuchen bedeutet Apple Cake, Pfannkuchen. Pfannkuchen means pancake. Sauerkraut vielleicht. Sauerkraut means fermented cabbage. Manche Dinge magst du, manche nicht. Das ist okay. Du musst nicht alles mögen. Sätze: Das schmeckt mir. Das schmeckt mir nicht so. Nicht so means not so much. Das ist interessant. Das ist neu für mich. Das ist ein bisschen sauer. Das ist sehr salzig. Das ist lecker. Das erinnert mich an zu Hause. Erinnern an bedeutet remind of. Jetzt kommt eine kleine Geschichte. Mai ist neu in Deutschland. Sie wohnt in einer kleinen Wohnung in Berlin. Am Anfang isst sie oft nur Brot, weil sie nicht weiß, was sie kochen soll. Brot mit Käse. Brot mit Ei. Brot mit Tomate. Es ist okay, aber nach 2 Wochen ist sie traurig. Sie vermisst Reis. Sie vermisst Suppe. Sie vermisst Kräuter. Sie vermisst das Essen ihrer Mutter. Eines Samstags sucht Mai einen Asiamarkt. Sie fährt mit der U-Bahn. U-Bahn. Sie steigt an der richtigen Station aus. Sie findet den Laden. Im Laden sieht sie Reis, Sojasauce, Nudeln, Chili, Koriander, Ingwer. Sie fühlt sich plötzlich leichter. Leichter. Sie kauft einen Sack Reis, Gemüse, Sojasauce und Tee. Zu Hause kocht sie Reis. Der Geruch füllt die Küche. Füllen means fill. Sie macht Gemüse in der Pfanne. Sie gibt Sojasauce und Ingwer dazu. Es ist einfach. Nicht genau wie zu Hause, aber nah. Nah bedeutet close. Sie setzt sich an den Tisch und isst langsam. Sie fühlt sich nicht mehr ganz so fremd. Ganz so fremd bedeutet completely unfamiliar. Die Wohnung wird ein bisschen wärmer. Essen hilft. Am nächsten Tag nimmt Mai eine Brotdose mit zum Deutschkurs. In der Brotdose ist Reis mit Gemüse. In der Pause fragt eine Kursteilnehmerin: Was isst du? Mai sagt: Reis mit Gemüse. Ein einfaches Essen aus meinem Land. Die Frau sagt: Das riecht gut. Mai lächelt. Sie sagt: Möchtest du probieren? Die Frau probiert und sagt: Sehr lecker. Mai ist stolz.
Stolz bedeutet proud. Ihr Essen hat ein kleines Gespräch geöffnet. Öffnen bedeutet open. Später gehen Mai und die Frau zusammen Kaffee trinken. Sie sprechen über Essen, über Heimat, über Supermärkte, über Gewürze. So beginnt eine Freundschaft. Nicht durch perfekte Grammatik, sondern durch Essen, Neugier und ein Lächeln. Neugier bedeutet Curiosity. Jetzt wiederholen wir wichtige Essensätze. Im Supermarkt: Ich suche Reis. Wo finde ich Milch? Wo finde ich Gewürze? Muss ich das Obst wiegen? Wie viel kostet das? Ist das im Angebot? Kann ich mit Karte bezahlen? Den Bon bitte. Keine Tüte. Danke. Ich habe eine eigene Tasche. Beim Bäcker: Ein Brötchen, bitte. Ein Brot, bitte. Können Sie das Brot schneiden? Geschnitten, bitte. Welches Brot ist weich? Ich nehme das, bitte. Danke. Schönen Tag noch. Im Restaurant: Haben Sie einen Tisch frei? Ich habe reserviert. Die Speisekarte, bitte. Ich brauche noch einen Moment. Ich nehme die Suppe. Ich hätte gern die Pasta. Ist das vegetarisch? Ist da Schweinefleisch drin? Ich habe eine Allergie gegen Nüsse. Die Rechnung: Bitte. Getrennt? Bitte. Zusammen? Bitte. In der Apotheke oder bei Allergien: Ich vertrage keine Milch. Ich habe eine Allergie. Ich darf das nicht essen. Ist das laktosefrei? Ist das glutenfrei? Können Sie das bitte prüfen? Bei Einladungen: Danke für die Einladung. Soll ich etwas mitbringen? Ich esse kein Schweinefleisch. Ich bin vegetarisch. Das schmeckt sehr gut. Ich bin satt, danke. Es war sehr lecker. Kann ich das Rezept haben? Beim Bestellen: Zum Mitnehmen, bitte. Für hier, bitte. Ohne Zwiebeln, bitte. Nicht scharf, bitte. Mit scharfer Soße, bitte. Ich möchte mit Karte zahlen. Stimmt so. Ich brauche Wechselgeld. Diese Sätze sind wie Küchenwerkzeuge. Küchenwerkzeug bedeutet Tool in Kitchen: Messer, Löffel, Pfanne, Topf. Aber Sätze sind auch Werkzeuge. Mit ihnen kannst du Essen kaufen, bestellen, teilen und genießen. Genießen bedeutet enjoy. Jetzt sprechen wir über deine eigene Essensroutine. Routine bedeutet regular habit. Eine gute Essensroutine macht dein Leben ruhiger. Ruhiger means calmer. Zum Beispiel: morgens Wasser trinken und kleines Frühstück. Mittags Essen mitnehmen oder einfaches Mittagessen. Abends warm kochen oder Reste essen. Samstag Einkaufsliste machen
und einkaufen. Sonntag. Für 2 Tage vorkochen. Vorkochen bedeutet Cook in advance. Du kochst heute für morgen mit. Das spart Zeit. Zeit sparen. Geld sparen. Kraft sparen. Du kannst einfache Grundzutaten zu Hause haben. Reis, Nudeln, Kartoffeln, Linsen, Bohnen, Tomaten aus der Dose. Dose means can. Öl, Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch. Knoblauch means garlic. Eier, Tiefkühlgemüse. Tiefkühl means frozen. Mit diesen Dingen kannst du immer etwas kochen. Wenn du müde bist, brauchst du einfache Lösungen. Lösung means solution. Reis mit Ei. Nudeln mit Tomatensauce. Suppe mit Linsen. Kartoffeln mit Quark. Brot mit Käse und Gurke. Einfach, aber genug. Jetzt sprechen wir über das Wort genug. Genug bedeutet enough. Essen muss nicht jeden Tag perfekt sein. Manchmal ist ein einfaches Essen genug. Manchmal ist Brot genug. Manchmal ist Suppe genug. Manchmal bestellst du Essen, weil du müde bist. Auch das ist okay. Aber wenn du immer bestellst, wird es teuer. Also Balance. Balance bedeutet good middle. Du kannst sagen, heute koche ich einfach. Morgen koche ich mehr. Heute esse ich Reste. Heute gönne ich mir etwas. Sich etwas gönnen bedeutet allow yourself something nice. Ich gönne mir heute ein Stück Kuchen. Ich gönne mir einen Kaffee. Das ist auch Leben. Jetzt sprechen wir über gemeinsame Mahlzeiten. Gemeinsam bedeutet together. Gemeinsam essen kann schön sein. Im Kurs, bei Arbeit, mit Freunden, mit Nachbarn. Essen macht Gespräche einfacher. Wenn du nicht weißt, worüber du sprechen sollst, sprich über Essen. Was isst du gern? Isst du gern scharf? Kochst du gern? Was ist ein typisches Essen aus deinem Land? Typisch bedeutet common or characteristic. Kannst du gut kochen? Was kochst du oft? Kennst du ein gutes Restaurant hier? Wo kaufst du Gewürze? Hast du ein einfaches Rezept? Diese Fragen sind freundlich und nicht zu privat. Sie öffnen Gespräche. Öffnen. Eine Frage ist wie eine Tür. Eine gute Frage öffnet ein kleines Gespräch. Jetzt sprechen wir über Lernen mit Rezepten. Rezept. Rezept kann Food Recipe sein. Ein Rezept hat Zutaten und Schritte. Zutaten. Schritte. Du kannst Deutsch mit Rezepten lernen. Zum Beispiel Zutaten: 200 Gramm Reis, eine Zwiebel, 2 Tomaten, ein Ei, Salz, Pfeffer, Öl,
Schritte. Reis waschen. Wasser kochen. Zwiebel schneiden. Öl erhitzen. Erhitzen bedeutet make hot. Zwiebel braten. Tomaten dazugeben. Ei braten. Alles zusammen servieren. Servieren bedeutet put food on plate and offer. Verben beim Kochen. Waschen. Schneiden. Kochen. Braten. Backen. Rühren. Mischen. Dazugeben. Würzen. Probieren. Servieren. Essen. Backen bedeutet bake. Mischen bedeutet mix. Würzen bedeutet add spices. Probieren. Servieren. Wenn du Rezepte liest, lernst du viele praktische Verben. Praktisch bedeutet useful. Du kannst auch dein eigenes Rezept auf Deutsch schreiben. Ein einfaches Rezept aus deinem Land. Das ist gutes Deutschtraining. Jetzt sprechen wir über Essen und Jahreszeiten. Jahreszeit bedeutet Season. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Im Frühling gibt es Spargel. Spargel means asparagus. Viele Deutsche lieben Spargel. Im Sommer gibt es Erdbeeren. Erdbeere means strawberry. Im Herbst gibt es Kürbis. Kürbis means pumpkin. Im Winter gibt es Kohl, Suppe, warme Getränke. Kohl means cabbage. Saisonales Essen ist oft günstiger und frischer. Saisonal bedeutet in the right season. Du kannst im Supermarkt schauen, was ist gerade günstig. Gerade bedeutet right now. Tomaten im Sommer. Kürbis im Herbst. Äpfel im Herbst. Kohl im Winter. Du kannst fragen, was ist gerade Saison? Saison means season. Was ist heute frisch? Was ist besonders günstig? Was empfehlen Sie? Jetzt sprechen wir über Essen und Sprache auf Verpackungen. Verpackung bedeutet Package. Auf Verpackungen stehen viele Wörter, Zutaten, Nährwerte, haltbar bis, Mindesthaltbarkeitsdatum, kühl lagern, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren, ohne Zucker, ohne Konservierungsstoffe, vegan, vegetarisch, glutenfrei, laktosefrei. Nährwerte bedeutet Nutrition Information. Haltbar bis bedeutet good until. Kühl lagern bedeutet keep cool. Nach dem Öffnen bedeutet after opening. Aufbewahren bedeutet store. Konservierungsstoffe bedeutet Präservatives. Diese Wörter sind am Anfang schwer, aber sie helfen. Wenn du Allergien hast, lies Zutaten. Wenn du sparen willst, schau Preis pro Kilo. Preis pro Kilo bedeutet Price per Kilogramm. Manchmal ist eine große Packung günstiger pro Kilo. Aber nur kaufen, wenn du es wirklich benutzt.
sonst wirfst du Essen weg. Wegwerfen. Das ist Geldverschwendung. Geldverschwendung bedeutet Waste of Money. Jetzt sprechen wir über Brotzeit und Abendbrot. Brotzeit ist ein Wort in manchen Regionen. Region bedeutet Area. Brotzeit bedeutet kleine Mahlzeit mit Brot, Käse, Wurst, Gemüse. Abendbrot ist kaltes Abendessen mit Brot. Manche Menschen essen abends nur Brot. Wenn du das neu findest, kannst du es probieren. Brot, Käse, Gurke, Tomate, Butter, Aufstrich. Vielleicht schmeckt es dir, vielleicht nicht. Das ist okay. Du kannst dein eigenes Abendbrot machen. Brot mit Avocado, Brot mit Ei, Brot mit Hummus, Hummus, Brot mit Käse und Tomate, Brot mit Thunfisch. Thunfisch bedeutet Tuna. Brot kann viele Formen haben. Wenn du warm essen willst, iss warm. Kein Problem. Jetzt sprechen wir über Getränke. Getränk means drink. Wasser, Tee, Kaffee, Saft, Limonade, Bier, Wein. In Deutschland trinkt man viel Mineralwasser. Mineralwasser hat oft Kohlensäure. Kohlensäure means bubbles. Manche Menschen aus anderen Ländern mögen stilles Wasser lieber. Still means no bubbles. Im Restaurant musst du oft Wasser bezahlen. Kostenloses Wasser ist nicht immer normal. Kostenlos means free. Du kannst fragen, haben Sie Leitungswasser? Leitungswasser bedeutet Tap Water. Kann ich ein Glas Leitungswasser bekommen? Nicht jedes Restaurant gibt es kostenlos, aber Fragen ist okay. Kaffee ist beliebt. Beliebt means popular. Kaffee trinken ist auch sozial. Man trifft sich auf einen Kaffee. Das bedeutet sich treffen, sprechen, vielleicht Kuchen essen. Du kannst sagen, möchtest du einen Kaffee trinken? Hast du Lust auf Kaffee? Lass uns Kaffee trinken. Lass uns means let's. Auch wenn du keinen Kaffee trinkst, kannst du Tee oder Wasser nehmen. Kaffee trinken bedeutet oft einfach sich treffen. Jetzt sprechen wir über Trinken und Alkohol. Alkohol ist in Deutschland für viele Menschen normal, aber nicht für alle. Du musst keinen Alkohol trinken. Wenn jemand dir Bier oder Wein anbietet, kannst du sagen, nein, danke. Ich trinke keinen Alkohol. Ich nehme Wasser, bitte. Ich nehme lieber Saft. Lieber means rather. Du musst dich nicht erklären, wenn du nicht willst. Nicht wollen is enough. Nein, danke. Das ist höflich. Jetzt sprechen wir über Kinder und Essen. Wenn du Kinder hast, brauchst du vielleicht Kita-Essen, Schulbrot, Snacks. Schulbrot bedeutet Food for School, often Bread.
Du kannst fragen, muss mein Kind Essen mitbringen? Gibt es Mittagessen in der Kita? Was kostet das Mittagessen? Darf mein Kind bestimmte Dinge nicht mitbringen? Gibt es Regeln für Süßigkeiten? Süßigkeiten bedeutet Sweets. Mein Kind hat eine Allergie. Mein Kind isst kein Schweinefleisch. Bitte informieren Sie mich. Bei Kindern sind Allergien besonders wichtig. Sag es klar und schriftlich. Schriftlich bedeutet in writing. Jetzt sprechen wir über Heimweh. Noch einmal. Heimweh kommt oft abends. Du bist müde. Du isst allein. Allein bedeutet by yourself. Du denkst an Familie. In deinem Land hat vielleicht immer jemand gekocht. Vielleicht war Essen laut, warm, gemeinsam. Jetzt sitzt du allein an einem kleinen Tisch. Das kann wehtun. Wehtun bedeutet hurt. Du kannst eine kleine, neue Tradition machen. Tradition bedeutet regular, meaningful habit. Jeden Freitag kochst du ein Essen aus deiner Heimat. Jeden Sonntag rufst du Familie beim Essen an. Einmal im Monat lädst du jemanden ein. Oder du gehst in ein Restaurant aus deinem Land. Nicht immer, wenn es teuer ist. Aber manchmal braucht das Herz vertrauten Geschmack. Vertrauter Geschmack. Das ist okay. Jetzt eine ruhige Wiederholung. Essen kaufen. Essen kochen. Essen bestellen. Essen teilen. Essen genießen. Essen planen. Essen sparen. Essen erklären. Essen ablehnen. Ablehnen bedeutet politely say no. Essen probieren. Essen vermissen. Essen als Zuhause fühlen. Diese Wörter zeigen, Essen ist Alltag und Gefühl. Alltag und Gefühl. Beides. Both. Jetzt kommt der Abend. Du hast eingekauft. Du hast gekocht. Du hast gegessen. Deine Küche riecht nach warmem Essen. Vielleicht nach Reis. Vielleicht nach Suppe. Vielleicht nach Brot. Vielleicht nach Gewürzen. Du sitzt am Tisch. Tisch. Auf dem Tisch steht eine Tasse Tee. Tasse. Vielleicht hast du noch Reste für morgen. Reste. Du packst sie in eine Dose. Dose can mean can, but here box or container. Du stellst sie in den Kühlschrank. Morgen hast du Mittagessen. Gut. Du hast geplant. Du hast gespart. Du hast für dich gesorgt. Für sich sorgen bedeutet take care of yourself. Das ist ein wichtiger Satz. Ich sorge für mich. Wenn du kochst, sorgst du für dich. Wenn du Wasser trinkst, sorgst du für dich. Wenn du Essen mitnimmst, sorgst du für dich. Wenn du sagst, dass du eine Allergie hast, sorgst du für dich. Wenn du Nein sagst zu Essen, das du nicht essen kannst,
sorgst du für dich. Jetzt nimmst du dein Deutschheft. Du schreibst 5 Wörter, Lebensmittel, Einkaufsliste, Gewürze, bestellen, satt. Der Einkauf ist erledigt, das Essen steht auf dem Tisch und der Tag wird ruhiger. Vielleicht hast du heute einen Satz gefunden, den du bald brauchst. Wo finde ich Reis? Ich hätte gern dieses Brot. Ich vertrage keine Nüsse. Die Rechnung bitte. Solche Sätze machen einen Alltag einfacher. Du darfst Neues probieren und trotzdem die Gerichte behalten, die nach zu Hause schmecken. Beides kann in deiner Küche nebeneinander Platz haben. Guten Appetit und eine ruhige Zeit.